Willkommen bei meiner chaotischen Wohnmobilrenovierung. Ich bin Nessa, normalerweise Tiny House Bewohnerin, aber aktuell renoviere ich dieses 33 Jahre alte, etwas vergammelte Wohnmobil. Nachdem wir in den vergangenen Wochen alles rausgerissen haben, was nicht nied- und nagelfest war, werden heute aus hässlichen Wänden wieder schöne. Das heißt, wenn ich in all dem Chaos noch klarkomme. Und weiter geht's. Und zwar mit dem Entfernen der Innenverkleidung. Ich versuche, eine einigermaßen glatte Oberfläche zu schaffen. Alles, was nicht mehr hält, fliegt raus. Kaum ist man mal 5 Minuten weg, schon bricht hier das ganze Fenster raus. Kein Problem, denn die nächste Baustelle sind sowieso die Lüftungsgitter. Die haben wir erst einmal tiefengereinigt. Nach 3 Jahrzehnten kam da einiges zusammen. Ein Fenster auch gleich mitgeschrubbt und dann ging es für die Gitter wieder zurück an ihren Platz. Sikaflex zum Abdichten und mehr oder weniger schön glatt streichen. Das große Lüftungsgitter ist unser Problemkind. Es ist undicht, aber wir konnten es bisher nicht ausbauen. Heute also ein neuer Versuch, damit bleibt es innen nun hoffentlich trocken. Oder auch nicht. Guten Morgen. Heute ist ein ziemlich regnerischer Tag. Außerdem brauchen wir Material, also höchste Zeit für einen Trip in den Baumarkt. In so einem kleinen Raum ist das Rangieren nicht immer ganz so einfach. Aber am Ende klappt es mit Trick 17 und ich kann mich wieder an die Wandverkleidung in der Küche machen. Leider hat der Rest aus meinem Tiny House Bad nicht mehr gereicht, also haben wir für das übrige Wohnmobil neue Hohlkammerpaneele gekauft. Die sind sehr leicht, wasserabweisend und, zumindest in der Theorie, einfach zu verarbeiten. Nach Experimenten mit diversen Werkzeugen blieb schließlich nur der Cutter, damit die Oberfläche nicht splittert. Eine Geduldsprobe, aber sie führt zum Ziel. Lehnt euch zurück, während ich in mühevoller Kleinarbeit alle möglichen und unmöglichen Rundungen total professionell ausschneide. Egal wie es wird, es kann nur besser werden. Erste Wand fertig, Feierabend für heute.
jetzt mal Hand hoch, wer davon die 20 Minuten ASMR-Version ohne Musik haben will. Vielleicht lade ich die einfach mal irgendwann noch hoch. Am nächsten Tag geht's ans Verkleiden. Die Holzoptik macht sich auch im Wohnzimmer gut. Wie immer eine ganz schöne Friemelei in dem kleinen Raum, aber irgendwie klappt's am Ende. Keine Ahnung, wie die es hier wieder reingeschafft haben. Während die erste Paneele an der etwas ausgebeulten Wand haften soll, geht es weiter mit der zweiten Seite. Auch hier Fenster raus, Verkleidung soweit nötig ab und den Dreck entfernen, bevor es losgehen kann. Auf ein neues. Alles nicht so einfach. Mein Schuh verloren. Bevor mich jemand darauf aufmerksam machen muss, ja, ich weiß, hier ist ein Versatz. Das habe ich in Kauf genommen, denn ansonsten wäre hier oben so ein ganz kleiner Streifen gewesen. Der hätte bestimmt nicht gehalten, vor allem weil da oben das Material am beschädigtsten ist. Und dann hätte man nichts gehabt, was das Fenster hier komplett umschließt. Also lieber so zwischen den beiden Räumen. Dafür habe ich hier drauf geachtet. Wandverkleiden unter erschwerten Bedingungen. Willkommen zurück. Der eine oder andere von euch fragt sich vielleicht schon, warum räumt ihr das denn nicht raus und macht euch hier ein bisschen mehr Platz? Das ist ja furchtbar. Und ja, es ist wirklich furchtbar, denn hier hinten an der Wand kam ich kaum dran. Das Problem ist einfach, dass dieser Kühlschrank zum Beispiel, wir wissen, dass wir den loswerden wollen, aber wir haben den jetzt noch nicht verkauft oder irgendwo reingestellt. Das heißt, im Moment haben wir keinen Lagerplatz für den. Der ist auch relativ schwer, also würde ich den jetzt nicht unbedingt gerne oben auf die Garage tragen. Und dann bleiben manche Dinge eben doch ein bisschen länger stehen als eigentlich gedacht. Hier ist immer noch ein bisschen Feuchtigkeit, jedes Mal, wenn es geregnet hat. Und wie man hier dran sieht,
ist das auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Ich vermute also, das Problem bestand an dieser Stelle schon länger. Wir haben da noch nicht so richtig die Lösung gefunden. Ich habe mal hier alles voll mit Sikaflex. Wir haben diese Löcher hier drin abgedichtet. Wir haben außen irgendwas gemacht. Das hat alles noch nicht wirklich was gebracht. Und erst wenn das gemacht ist, können wir uns um den Bau der Küche kümmern und auch um die Frage, ob jetzt hier hinten noch gestrichen wird, foliert wird oder irgendwas anderes. Jetzt aber erstmal genug gequatscht. Da hinten geht es nun weiter mit der Wandverkleidung. Ich mache mir also hier ein bisschen Platz und dann ab geht's. Kommen wir damit wieder zum lustigen Teil des Unterfangens. Moment der Wahrheit. Fast, ne? Guten Morgen. Vielleicht schaffe ich es ja heute mal, diese Wand da fertig zu kriegen. Mal gucken. Tja, wie ich das jetzt noch darunter gefriemelt bekomme, keine Ahnung. Oh man. Trick 17. Ich habe jetzt hinten eingeschnitten. Damit sollte es hoffentlich gehen. Ich präsentiere den wahrscheinlich hässlichsten Fensterausschnitt aller Zeiten. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche aus dem Nessa-Mobil oder Messi-Mobil. Die Fenster habe ich leider nicht mehr geschafft, das kommt dann beim nächsten Mal und außerdem vielleicht auch noch eine neue Küche. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen Kommentar und/oder ein Abo freuen. Schaut mal bei Wildling rein, genießt eure Woche und wir sehen uns übernächsten Samstag um 18 Uhr wieder.